meine Lieben, und willkommen in a Wild City. Ich dachte, es gibt wieder mal ein Update und ihr seht, mir ist kalt. Christoph, wie immer, leger gekleidet, aber zu dem kommen wir gleich. Mir ist es egal, mir ist kalt, deswegen habe ich mir auch einen Tee gemacht. Ich hoffe, es ist auch okay für euch, wenn ich meine Jacke heute mal anlasse. Es ist einfach so viel kuscheliger. Genau. Was wir heute machen wollen, genau, das wollte ich euch eigentlich sagen, nicht die Jackenthematik. Wir haben ja lange überlegt, was wir machen sollen für unser 200. Stadtvideo und haben uns jetzt gedacht, mit Stop-Motion-Filmen und so sind wir leider sehr schlecht und auch sehr zeitaufwendig, und ihr wisst, da gibt's nur eine Expertin und an die kommen wir sowieso nie ran. Deswegen haben wir uns entschieden, wir feiern das anders, nämlich mit einem großen Set, das wir gerne in die Stadt integrieren möchten, und das zeige ich euch jetzt gleich. Vielleicht habt ihr schon einen kleinen, Sneak Peek gehabt gerade, aber wartet, ich drehe da mal. Ihr seht wieder professionell wie immer. Und das Set ist nämlich folgendes. Genau. Die große Achterbahn, von der jeder gesagt hat, die bekommt ihr nie in die Stadt, die ist doch viel zu groß. Genau diese möchten wir einbauen für unser 200. Stadtvideo, denn wir möchten beweisen, natürlich hat auch dieses Set einen Platz, nicht nur in unseren Herzen, sondern auch auf unseren Bautischen der Wild City. Und ihr seht hier auch den Tee, den ich gekocht habe. Ich freue mich schon drauf, ein Marillentee. Ich sag's euch, es wird ein Traum. Besser kann's gar nicht sein. Und deswegen habe ich Christoph hinten schon mal in die Luke geschickt und habe gesagt, du, wir müssen da irgendwie Platz machen, egal was es kostet. Nein, natürlich nicht. Hallo Freunde. Aber wie geht's? Irgendwie müssen wir hier Platz machen. Und Christoph war nicht ganz so begeistert davon, von der Idee. Aber Leute, das geht sich doch irgendwie aus. Weil Rita nicht auf mich hört. Ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass das Set zu groß ist für Wild City. Genau. Jetzt haben wir es, übrigens meine Mutter hat es aufgebaut, vielen Dank an dieser Stelle. Ich glaube ungefähr 5-mal zerlegt und mutwillig, absichtlich und unabsichtlich zerstört, auch weil es Tim nicht ins Auto gepasst hat. Also. Tim hat es auch immer wieder mal in der Hand gehabt, das Set, wenn man das mal so sagen darf. Und Rita will das Set allen Ernst. Es ist eine wunderbare Achterbahn, sie funktioniert auch ganz gut. Wir haben ein Glied rausgenommen von der Kette und funktioniert ganz gut, aber Rita will sie jetzt hier in die Stadt platzieren. Ich habe mir am Anfang gedacht, was machen wir damit? Ich habe auf diesen Bautisch dort hinten gelugt. Allerdings, wenn wir den jetzt auch noch mit Achterbahnen zupflastern, dann wird es wahrscheinlich wirklich kritisch. Jetzt hat Rita, und das ist jetzt wieder oder besser gesagt unsere Arbeit, reich mir doch bitte mal die Kamera. Bitte sehr. Sie hat mich beauftragt, die Achterbahn hier jetzt im hinteren Bereich des Vergnügungsparks Hoppala zu platzieren. Und Rita, du bist zwar nicht in diesem Bauloch drin, aber du darfst natürlich sehr gerne auch noch deine Kommentare dazu abgeben. Ich weiß gar nicht, warum du die Winterjacke anhast. Es ist nichts besonders kalt hier heute, aber es ist so viel kuscheliger. Frauen, wir sagen dazu gar nichts. Ich hätte gern so eine tragbare Decke. Da würde ich dann den ganzen Winter nicht mehr rauskommen. Rita will die Achterbahn nicht platzieren. Neben der anderen Achterbahn, die uns auch sehr gut gefällt, die ist ja so schräg eingebaut hier. Übrigens danke für die Updates und Kommentare zum Westernpark. Ich habe da wieder ein bisschen weitergebaut, ein paar Kleinigkeiten. Da kommt in nächster Zeit noch mehr und ihr habt mir sehr, sehr gute Vorschläge auch geschickt. Hier ist jetzt ein Bereich des Vergnügungsparks, den wir ganz am Anfang von Wild City irgendwann mal angefangen haben zu bauen. Hier seht ihr noch die dünnen Wege. Wir haben hier den Disney-Bahnhof, Aussichtsturm aus dem Legoland, dann 2 so halbe Baseplates mit so Verkaufsständen beziehungsweise einem Hotshot-Karneval und hier diesem Karussell. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen ausgemessen, professionelles. Wobei bitte die Wege schon verbreitert wurden, das muss man echt dazu sagen. Die waren schon mal noch dünner. Richtig, und die wurden sogar schon mal abgedatet. Aber natürlich, je mehr man baut, desto ausgeschammter wird man, würde meine Mutter sagen. Es sind auf jeden Fall hier noch jede Menge freie Flächen und das ist gut, weil wir werden hier jetzt auf jeden Fall alles abbauen müssen. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Eigentlich würden wir euch gerne fragen, aber wir
möchten die Achterbahn gerne beim 200. Start-Update, übrigens Wahnsinn, dass wir jetzt 200 Videos von hier gedreht haben, das ist unglaublich, können es gar nicht glauben, aber wir sind heute erst zufrieden, wenn die Achterbahn hier eingebaut ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder längs oder quer, bei jeder Version muss irgendwas hier weichen. Ich habe mir jetzt gedacht, das ist jetzt mal der Status quo, wie es aussieht, ob vielleicht das Karussell hier ein wenig näher an das Riesenrad rangeschoben wird. Und wir werden uns das ansehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Wir werden auch die Gleise hier ein bisschen verlegen müssen, denn die Kurve ist hier zu platzintensiv. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal und später filmen wir vielleicht dann auch, wie wir dieses Monstrum, welches sehr gefährlich ist, vom Transport her hier irgendwie reinbekommen werden. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Übrigens finde ich es lustig, dass du von den Gleisen gesprochen hast und gesagt hast, die ganzen Sets müssen weichen. Vielleicht baut ja Christoph eine Weiche ein. Würde ich gerne, aber das geht sich nicht aus. Übrigens ganz tolle Bäume hier auch. Erste Generation an Bäumen hier in Wild City. Die haben wir nie wieder angegriffen, so sehen sie auch aus. Ja, wir melden uns auf jeden Fall später nochmal, wenn wir wissen, wie wir die Achterbahn hier platzieren. Ja, jetzt geht's. Sorry. Das ist die Nervosität. Langsam kann ich meine Jacke ausziehen, denn es wird ernst. Ja, erstens ist es finster geworden. Ihr habt uns gesagt, keine Angst vor Umbauten und Abriss in Wild City. Ja, das war irgendwie die Motivation. Ich glaube, ich habe mir jetzt beim Freimachen dieses Bereichs 5 Fingernägel abgebrochen und das, obwohl ich mit Messer und Teiletrenner hier am Start war. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Karussell ein bisschen hier nach drüben geschoben. Wissen wir noch nicht, ob das hier bleibt, aber jetzt mal für den Moment. Dann haben wir diese Kurve jetzt. Schön, Rita hat extra Flex-Tracks noch organisiert, die wir noch irgendwo hinten in einer Kiste hatten. Und wir haben jetzt hier mal den Bereich, wo wir glauben, dass die Achterbahn hinkommen könnte, gebaut oder abgebaut, mehr oder weniger, aufgebaut, kommt später. Und die Herausforderung ist jetzt, dass wir dieses Monstrum irgendwie zu zweit, wir sind heute nur zu zweit hier, über die Monorail und alles Mögliche drüber bekommen. Ich glaube, ich werde die Monorail da ein bisschen wegschieben, oder? Wir werden das versuchen und melden uns dann wieder, wenn hoffentlich nicht zu viel zu Bruch gegangen ist. Hofft's. Habemus Achterbahn. So, manchmal ist es auch gut, dass die Kamera nicht immer eingeschaltet ist. Also erstens mal, das Teil ist drinnen. Gleich mehr dazu. Rita singt die ganze Zeit heute Liebeslieder. Ich hoffe für mich, aber wahrscheinlich eher weniger. Und ich muss hier Fliesen vom den Bodenplatten lösen. Und du bist auf Instagram, chattest wahrscheinlich mit irgendwelchen Männern und trinkst Tee. So kennen wir dich. Ja, kurz der kann. Zu den wichtigen Updates. Wir haben die Achterbahn jetzt drinnen. Rita wird sie dann auch noch vielleicht von außen filmen, wo man sie ein bisschen besser sieht. Wir haben sie jetzt leicht schräg, weil Rita wollte sie auch ähnlich wie diese Achterbahn hier leicht schräg im Layout haben, damit nicht alles so symmetrisch angeordnet ist. Und es sieht jetzt megamäßig aus hier, aber wir haben alle Bauteile wieder hier sogar eingebaut und das finde ich mega cool. Der Platz hier in der Mitte, das war übrigens, die hellgrünen Baseplates gefallen mir persönlich überhaupt nicht und die werden jetzt Stück für Stück immer weiter verschwinden, so wie dort hinten zum Beispiel. Da seht ihr nur mehr ganz wenig, auch beim Piratenteil. Da haben wir sie ganz eliminiert und alles mit einem schönen Boden zugepflastert. Das wird auch natürlich hier noch passieren, nur ist das hier auch glücklicherweise, muss man sagen, noch nicht gewesen, denn jetzt konnten wir die Achterbahn hier eigentlich relativ problemlos platzieren. Wir haben jetzt diese beiden Schießbuden und Candy Shop auch wieder hier reingegeben und auch den Bahnhof, der ist jetzt ein bisschen weiter nach links verschoben worden. Sieht aber von dort auch ganz gut aus, finde ich. Und der Zug, wir nehmen den Disney-Zug als Referenz, weil der einfach der breiteste ist. Jetzt ist er zwar, glaube ich, angefahren beim
beim bei der Laterne, Bahnhof oder bei der glaub ich. Laterne kann man noch einen Zentimeter nach links oder rechts schieben und das geht sich auch hier. Zwar ziemlich knapp, aber es geht sich hier aus. Was ist jetzt noch am Programm? Wir werden das Gebiet jetzt noch wieder ein bisschen in den Urzustand zurückversetzen. Natürlich auch allen voran mit den Fliesen. Und dann meldet sich Rita hoffentlich nochmal mit einem finalen Update. Übrigens, falls ihr euch jetzt denkt, was soll das für ein 200 Video-Update sein? 2000? Ihr habt ja so tolle Vorschläge in die Kommentare geschrieben. Danke dafür. Da werden wir die ein oder andere Idee bestimmt vielleicht später auch nochmal umsetzen. Aber auch das hier war eine Idee. Und zwar hat irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, geschrieben, wir sollen einfach ein mega cooles, großes Set in die Stadt einbauen. Und ich will ja nicht sagen, aber wir haben den Zuschauerwunsch umgesetzt. Wenn das nicht mega groß ist, dann weiß ich auch nicht. Und Rita hat Erfahrung mit großen Dingen, ist jetzt das neue höchste Bauwerk, nennen wir es so, in Wild City. Noch Außer höher das Hochhaus. als das Vestas Windrad und wenn man das Hochhaus ausklammert, ja genau. Aber von unseren originalen Lego-Sets. Rita wird das jetzt nochmal von außen filmen, dass ihr das dann auch nochmal zu Gesicht bekommt. Richtig. Die Jungfernfahrt in Wild City. Hat sie den Transport überstanden, die Achterbahn? Hui. Oh. Ich glaube, du hast sie gestoppt, oder? Nein, der Achterbahnwagen fährt beim Zug an, aber das ist kein Problem, das bekommen wir so auch hin. Sie funktioniert einwandfrei. Man kommt etwas schwer zur Kurbel, aber wir haben sowieso geplant, dass wir jetzt irgendwann mal was bauen, dass wir da auf einen Knopfdruck irgendwie die alle Fahrattraktionen hier im Vergnügungspark starten und auch das wäre ja wieder mega. stoppen können. Ich lasse sie nochmal fahren und Rita zeigt euch, wir haben zuerst versucht, sie genau, oder wir wollten sie genau seitenverkehrt einbauen, aber dann hätte man dieses coole Loop-Logo nicht gesehen und auch der Eingang ist auf der Seite, wo ihr jetzt gerade seid. Und? Nein, jetzt ist sie bei meinem Pullover hängen geblieben. Aber cooler Shot hier auf jeden Fall stimmt. auch. Eigentlich könnten wir es dann so lassen. Wir lassen sie jetzt, glaube ich, gleich so stehen. Denn das sieht cool aus. Ein kurzer Zoom drauf. Das sieht nämlich das war wirklich jetzt cool mein aus. Pullover, mit dem ich hier hängen geblieben bin. Mega. Also natürlich, das ist jetzt nur, weil das jetzt in dem Moment so festgehalten wird. Es wäre natürlich nicht mega, wenn man in einer Achterbahn so stecken bleibt. Ja, nicht unbedingt. Aber bei uns ist ja alles quasi eine Situation, die gerade abgelichtet wird. Und von dem her finde ich das ja eine mega coole Position, wie das da steht. Finde ich auch. Also sie sieht auf jeden Fall total cool aus, die Bahn. Ja. Wird uns viel Freude bereiten in Zukunft. Ich Danke an Rita, die damals im Legoland im Sommer war, das glaube ich, gesagt hat, dass wir sie kaufen sollen, weil ich ja ursprünglich eigentlich dagegen war. Richtig. Warum auch immer, aber jetzt muss ich sagen, ist sie, ich glaube auch wenn man in das Zimmer reinkommt und dann so nach hinten schaut, ein weiteres Landmark-Gebäude hier oder Bauwerk. Es ist Sieht total cool aus. Bereitet mir jetzt schon große Freude. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, wir werden jetzt das noch ein bisschen fertig machen, weitermachen, solange es uns noch freut. Und vielleicht melden wir uns dann noch mal kurz mit einem Update. Ach, ich bin zufrieden, Leute. Auch, dass wir sie ohne größere Probleme hier reinbekommen haben. Es wurde nur bei den Loopings ist irgendwas nicht mehr ganz so stabil gewesen, aber sonst hat die super stabil gehalten. Definitiv. Und sie funktioniert auch. Das ist echt cool, weil die andere hat ja nach wie vor irgendwas mit der Kurbel. Da sind wir genauso wie beim Haunted House. Genauso wie das Haunted House. Aber das ist eine coole Erweiterung für unseren Vergnügungspark. Aber das Haunted House ist vielleicht einfach nur haunted, deswegen funktioniert es auch nicht. Hier ist, glaube ich, die Stütze noch etwas locker, aber das kann man ohne weiteres berichtigen. Das ist hier nur rausgeklipst, ist schon wieder drin. Sehr cool. Und dasselbe ist hier passiert. Ja, ich lasse das mal so. Rita meldet sich dann nachher nochmal mit einem kleinen Update von den Figuren, glaube ich. Eventually. So, liebe Freunde, es ist jetzt mittlerweile schon der nächste Tag. Rita und ich haben gestern noch fast bis zur kompletten Erschöpfung, übrigens haben wir hier die Brücke abgebaut, dass man hier besser durch kann. Wir haben noch bis zur fast bis zum Umfallen, dass ich es rausbringe, haben wir gestern noch gebaut.
Ja. Und wir sind jetzt aber soweit, dass wir euch mal ein Preview zeigen können, wie es dort hinten bei der Achterbahn so aussieht. Und ich denke, das kann niemand besserer als unsere Figuren- und Lego-Expertin Rita. Und wir haben gefliest, wir haben Figuren platziert, wir haben umdekoriert. Bitteschön. Ja, eigentlich wollte ich das Video starten mit A few hours later. Aber du hast vollkommen recht. Okay. Ihr seht hier auch im Tageslicht wunderbar unsere neue Achterbahn. Und wenn wir hinunterschwenken, sieht das nicht super aus. Also ich hätte mir gestern nicht gedacht, dass wir so weit kommen, dass da wirklich alles noch gefliest wird und alles dann wieder aufgestellt wird und was weiß ich, beziehungsweise sich das auch alles ausgeht, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und jetzt bin ich aber mehr als zufrieden. Ach, mein Mikrofon vertschüsst sich schon wieder. Genau. Und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Es sieht super toll aus. Ich habe jetzt mich entschieden, den Hotshot Karneval so zu platzieren, damit man da auch gut reinsieht, weil der kein durchsichtiges Dach hat. Im Gegensatz zum Candy Shop, da kann man immer auch so von oben ein bisschen reinblicken. Die Kamera sieht das zwar eher nicht so gut, aber ein bisschen was sieht man. Genau, da sieht man dann die Süßigkeiten, was man dort kaufen kann. Also habe ich mir gedacht, das passt dann eigentlich ganz gut und außerdem von der Piratenlagune aus sieht man dann den Candy Shop, glaube ich, auch super. Ich habe hier Figuren platziert. Das war dabei bei der neuen Achterbahn. Hier eine Dame, die ein Eichhörnchen füttert. Die Nuss ist übrigens von der Minifigurenserie 23. Genau, die war beim Nussknacker dabei, aber ich dachte, die passt hier ganz gut. Übrigens, was ich auch toll finde, ist hier dieses Schild von der Achterbahn, wo auch der, wie ich ihn genannt habe, Tower of Terror drauf ist. Also das Haunted Mansion mit dem Freefall Tower. Finde ich eine sehr coole Sache. Und das passt ja bei uns beim Vergnügungspark perfekt. Ja, was ist hier noch so? Ich habe hier einige Personen hineingestellt, die sich anstellen für die Achterbahn, wo man offensichtlich noch ein extra Ticket braucht. Ach, ich sag's euch, dieser Kommerz ist ein Wahnsinn, aber es ist so, hier wahrscheinlich extra zu bezahlen. Auf jeden Fall tut das der Stimmung keinen Abbruch, denn die Leute stellen sich hier schon. Da schimpft noch mal einer übers Legoland. Rita verlangt in ihrem Vergnügungspark für jede Attraktion dann nochmal zusätzlich zum Ticketpreis extra Geld. Richtig. Hier ein kleiner Junge, der sich auch nicht die Gratis-Breze holt, sondern auch die ist leider zu bezahlen, aber er sieht, glaube ich, trotzdem glücklich aus und auf jeden Fall der Verkäufer sieht glücklich aus. Und dann haben wir hier hinten noch einen Hotdog-Stand, auch hier kann man sich was zum Essen kaufen. Diese kleinen Sets waren eben noch bei der Achterbahn dabei. Genau. Dann haben wir hier hinten auch wieder die Schlange aufgestellt, die sich für den Mickey Mouse Bahnhof anstellen. In der Mitte auch ein Ticketverkauf für diese kleine Rakete hier. Und was ich ein nettes Detail finde, ist diese Situation hier, wo offensichtlich, keine Ahnung, ein Glas Milch oder sowas ausgeschüttet wurde. Und dann haben wir hier eine Reinigungskraft, die nicht begeistert reinsieht, denn sie hat eigentlich, glaube ich, keine Lust, das aufzuwischen. Aber gut, ich finde es ja auch nur super, dass die Leute das einfach ausschütten und sich dann aus dem Staub machen, denn hier ist keine Minifigur weit und breit, die für dieses Malheur verantwortlich ist. Also eigentlich nicht ganz so okay. Ich finde, da sollte man dann wenigstens hier sein und sich dafür entschuldigen, aber gut. Naja, so ist es halt. Wir sind zufrieden und alleine, was das für einen Unterschied macht. Das hier auf diesem Platz ist übrigens fast ein ganzer großer Pick-a-Brick-Becher von 2x2 Fliesen in Dark Tan. Dann haben wir noch ein paar Jumper Plates mit unten reingemischt. Und der Unterschied ist schon gigantisch, finde ich. Und ich glaube, das wird mega cool aussehen, wenn dieses Limegrün, welches, wie ich schon gesagt habe, mir nicht besonders gut gefällt, wenn das mal fast ganz verschwunden ist oder überhaupt ganz verschwunden ist. Das sieht einfach viel sauberer aus.
Und ich muss auch sagen, Rita hat da super Arbeit geleistet. Dieser Platz hier war ja vorher noch sehr unterentwickelt und jetzt sieht man auch von dort, wo ich stehe, eine wirklich interessante Szene und coole Geschichten. Also haben wir jetzt auch die Achterbahn, die neue in Wild City platziert. Ein Set, von dem ich persönlich nicht geglaubt habe, dass wir die jemals hier in der Stadt sehen werden. Es ist ein bisschen enger, die Sachen stehen jetzt näher beisammen. Dafür haben wir jetzt die Achterbahn und jede Menge anderes cooles Zeugs. Oh ja. Hoffentlich hat euch auf jeden Fall auch dieses 200er Abonnenten-Spezial gefallen. Es war jetzt nicht das Allerspektakulärste mit irgendwelchen Challenges, wo wir, keine Ahnung, auf Legosteinen herumgekaut haben oder sonst irgendwas. Aber es hat uns jede Menge Spaß gemacht, hier diesen kleinen Bereich zu gestalten. Und es war so stressig, allein diese Achterbahn reinzuheben. Ich weiß, also vielleicht habt ihr genauso mitgefiebert wie ich, aber ich. Ja, das war schon ein wenig brenzlig, das ist richtig. Das war echt. Und wir wussten auch bis zum Schluss irgendwie nicht, ob sie überhaupt dann an den Ort des Geschehens passen wird, da die Schienen und das ganze ja ein wenig überbordend nach außen ragen. Aber es funktioniert, auch der Disney-Zug kommt vorbei und ich glaube, so können wir sie jetzt jedenfalls im Moment mal stehen lassen. Ja, ich hoffe doch. Also, ich hätte jetzt keine Lust, die wieder wegzugeben. Das Einzige ist, dass wir, wie gesagt, noch schauen werden, dass wir sie adäquat mal motorisieren, dass auch hier alles mal fahren kann, was so im Vergnügungspark unterwegs ist, aber da habt ihr uns schon ein paar coole Vorschläge geschickt, wie wir das anstellen können. Ja, in dem Sinne, baut auch ihr eine schöne Achterbahn, lasst euch die nicht entgehen, die ist echt cool und sie fährt auch wirklich gut. Also da gibt's ja manche Gerüchte, dass das nicht funktioniert. Oder vielleicht haben auch wir nur ein Superset erwischt. Das kann natürlich auch sein. Rita hat das im Legoland aus den Regalen gezogen. Auch vielleicht noch kurz als Anmerkung, 400 € finde ich jetzt schon eine sehr harte Nummer. Ja, wir haben sie, und deswegen sind wir auch, glaube ich, ein wenig glücklicher als viele da draußen, von denen wir schon gehört haben. Wir haben sie im Legoland mit einem 25% Gutschein gekauft von der Jahreskarte. Das heißt, die hat dann 300 € gekostet. Und für den Preis, muss ich sagen, ist es ein wirklich, wirklich schönes Set. Und ich bin heute hier mit Rita heraufgekommen. Es ist jetzt noch morgen. Vielleicht kennt ihr es mir an, dass ich noch nicht ganz wach bin. Man kommt hier rein, blickt nach rechts und sieht so einfach ein neues, riesengroßes Bauwerk. Und das sieht einfach mega cool aus, finde ich. Ich finde auch. Definitiv. Ja. Dann auf weitere 200 Stadtupdates von uns. Mindestens. Wenn nicht 2000, hat nicht gestern Christoph von 2000 Stadtupdates gesprochen. Wir werden sehen. Außerdem wäre es auch interessant, wie wir dann ausschauen, wie alt wir dann schon sind. Aber gut. Oh, danke. Also in dem Sinne macht's es gut und wir freuen uns auf das nächste Stadtupdate mit euch. Es wird sicher wunderbar. Also. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.